Wir schauen uns jetzt wieder eine Funktion an, die beliebig oft differenzierbar ist. Das hier ist diese Funktion, die heißt f und die Funktion bildet wieder ab von einem Intervall auf r und a soll jetzt wieder irgendeine Zahl sein, die Konstante, die wir sonst auch schon hatten, oder man sagt auch später den Entwicklungspunkt, steht hier auch. Also das ist das, was wir hier auch bei der Kosinusfunktion hatten, da war der Entwicklungspunkt 0. Ne? Man kann aber auch einfach sagen, wir fangen auch hier an der Stelle an. Man könnte auch um Pi entwickeln oder auch um irgendeinen anderen Punkt herum und dann würde man auch dann die Summanden aufschreiben. Die sehen dann zwar nicht so schön aus wie hier, aber dann würde man entsprechend an der Stelle nach und nach die einzelnen Annäherungen sehen und die würden sich dann von hier aus in rechter und linker Richtung ausbreiten und immer exakter an die Kosinusfunktion sich anschmiegen. Oder was auch immer. So, also eine beliebig differenzierbare Funktion und dann heißt, also es ist eine Definition, gibt es nicht zu beweisen, t abhängig von der Funktion und der Konstanten soll eine Funktion sein, deshalb auch hier die Variable x, wird definiert als die Reihe, die unendliche Summe von diesen Summanden hier, wobei wir da auch hier das gleiche stehen haben, was wir schon kennen, die Karte Ableitung und immer die Karte Fakultät von x minus a hoch k. Dazu habe ich ein YouTube-Filmchen, das ist ein bisschen länger, das gucken wir uns jetzt nicht an. Sie sollten, oder es wäre gut, wenn Sie sich das dann aber einmal angucken. Ich spiele das wenigstens einmal an, weil, damit Sie das dann einmal gesehen haben, VLC-Player. Und diesmal lasse ich das Mikrofon an. 3 Blue, 1 Brown haben wir ja auch schon gehabt. Und wo habe ich das Videofenster? When I first learned about Taylor series, I definitely didn't appreciate just how important they are. But time and time again, they come up in math and physics and many fields of engineering because they're one of the most powerful tools that math has to offer for approximating functions. I think one of the first times this clicked for me as a student was not in a calculus class, but a physics class. We were studying a certain problem that had to do with the potential energy of a pendulum. And for that, you need an expression for how high the weight of the pendulum is above its lowest point. And when you work that out, it comes out to be proportional to 1 minus the cosine of the angle between the pendulum and the vertical. Now, the specifics of the problem we were trying to solve are beyond the point here. But what I'll say is that this cosine function made the problem awkward and unwieldy, and it made it less clear how pendulums relate to other oscillating phenomena. But if you approximate cosine of theta as 1 minus theta squared over 2, of all things, everything just fell into place much more easily. Das ist ein typisches Beispiel, wie man die Taylorreihenentwicklung nutzen kann, um zum Beispiel Formeln einfacher zu machen. Dann guckt man sich einfach nur die ersten beiden Glieder an und dieses Theta-Quadrat, das ist auch das, was Sie sonst auch, ja, ich weiß nicht, doch, wir haben es in Physik gehabt, aber vielleicht ist das für Sie dann damals ein bisschen noch an Ihnen vorbeigeflogen. Das heißt, wir können die relativ komplizierte Kosinusfunktion ersetzen durch eine Konstante minus Theta-Quadrat. Und das ist ein riesiger Vorteil. Einziger Nachteil ist, man hat das nicht für alle Winkel, sondern man hat eben auch wieder so einen kleinen Bereich, wo eben diese Annäherung gilt, so wie wir das gerade eben auch bei der Kosinusfunktion gesehen haben. Wenn man eben nur die ersten beiden Terme sieht, dann muss man eben in der Umgebung von 0 bleiben. 0 ist hier dann der Winkel, dieser Nullpunkt. Ne? An approximation like that might seem completely out of left field. I mean, if you graph cosine of theta along with this function, 1 minus theta squared over 2, they do seem rather close to each other, at least for small angles near 0. But how would you even think to make this approximation? And how would you find that particular quadratic? The study of Taylor series is largely about taking non-polynomial functions and finding polynomials that approximate them near some input. And the motive here is that polynomials tend to be much easier to deal with than other functions. They're easier to compute, easier to take derivatives, easier to integrate, just all around more friendly. So let's take a look at that function, cosine of x, and really take a moment to think about how you might construct. So, da muss ich jetzt, glaube ich, können wir Stopp machen. Der Film dauert insgesamt 20 Minuten und Sie schauen ihn sich dann einfach in Ruhe an. Schön sind hier die Animationen.
Und über diese grafische Visualisierung versteht man vieles und einiges wird Ihnen jetzt auch bekannt vorkommen. Letztendlich können Sie hier diese ganze Herleitung von Polynomen nochmal sehen und Sie können auch dann, er geht dann natürlich noch ein bisschen weiter und sagt hier, wir können jetzt auch dann Integrale berechnen und auch dafür dann Näherungen aufschreiben. Ja, diese Taylorreihe, die wir da haben, geht zurück auf einen britischen Mathematiker. Ich hatte Ihnen beim letzten Mal ja auch schon gesagt, dass ich alles immer diese alten Sachen hier erzähle, die ja schon, könnte man denken, vergammelt sind, die aber heute noch verwendet werden. Das ist also nicht so, dass es irgendwie Sachen sind, die man nur für Klausuren oder sowas verwendet. Und zum Beispiel wird die bei der Methode der finiten Differenzen verwendet. Das haben wir nächstes Semester, wenn wir Differentialgleichungen machen. Und wenn wir zum Beispiel irgendwelche schwingenden Gegenstände ausrechnen wollen, wie zum Beispiel eine schwingende Seite oder so etwas, das macht man dann auch näherungsweise, indem man so eine Potenzreihenentwicklung macht. Oder, die sagt man hinterher Taylorreihenentwicklung. Ne?